Ob ich glaube, dass das Essen eine Brücke zum Menschen bilden kann? Oh, auf jeden Fall. Es ist immer mit einer Emotion, mit Leidenschaft verbunden, mit viel Freude, sich auszutauschen und Sachen zu probieren. Die Wertschätzung für die Arbeit, die da geleistet wird. Zelebriert Essen und Freundschaften. Ich bin der Sven Schmidt und der Schmidt Lebensmittel ist unser Geschäft und bin dort Inhaber. Wir machen das mittlerweile in der 4. Generation letztendlich, habe das von meinen Eltern übernommen. Mein Vater ist ursprünglich Berufsfischer am Bodensee und so hat sich das Ganze immer weiterentwickelt, dass wir mehr Seefisch mit dazu genommen haben und eben auch Wild verarbeiten, dadurch, dass er selber auch Jäger ist. Mein Name ist Jens Schmidt. Ich bin Mitinhaber. Dank meiner Frau und meinem Sohn hat sich ein Geschäft entwickelt, was meiner Meinung nach so hier weit und breit nicht mehr auf dem Markt ist. Also ich bin die Susanne und habe ganz was anderes gelernt, aber irgendwann habe ich gesehen, miteinander kann man einfach besser arbeiten, das passt, das funktioniert, das ist ein tolles Produkt. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, dass wir einen Laden aufmachen. Fisch ist eine Vertrauenssache, egal wie. Und wir können den Leuten alles erklären, wo die Fische herkommen. Sven geht auf jede Messe, international oder national und so. Wir informieren uns weiter. Wir kennen jeden Lieferanten persönlich. Bis auf die Malediven, überall. Wir kennen jeden Lieferanten. Island, Färöerinseln, alles. Und wer kann das schon sagen? Es gibt nicht viele, die sowas noch machen, die auch sowas auf sich nehmen. Das ist natürlich mit Kosten verbunden und alles, aber es spricht für die Qualität. Man muss ja natürlich immer sehen, dass hinter diesem Lebensmittel ein lebendiges Tier stand. Und da muss man den Respekt zollen und auch entgegenbringen. Die letzte Ehre erweisen, das gehört in der Wertschöpfung meiner Meinung nach einfach vollumfänglich mit dazu. Früher, jedes Dorf hat eine Metzgerei gehabt und wurde regional produziert und das Kind von den Nachbarn wusste automatisch, okay, die Kuh, wo auf dem Feld stand, die ist halt früher oder später auch mal zum Verkauf oder auch vielleicht auf meinem Teller. Das ist bei uns auch die Regel, dass es einfach nicht, wir sind nicht im Überfluss oder wir leben dort nicht im Überfluss, obwohl wir den Zugriff drauf hätten, aber man muss es einfach bewusst zu sich nehmen. Jetzt haben wir das Förderband hier einmal eingesetzt. Wir produzieren den ja jede Woche mehrmals, um einfach dort eine Frische zu garantieren. Also da ist so dieses Zeitgefühl, muss man auf verschiedenste Weise unterschiedlich betrachten. Dadurch, dass wir natürlich direkte Lieferketten haben, sind wir natürlich auf Frische bedacht einfach. Und da zum Schauen, dass wir das so schnell wie möglich wieder an den Mann bringen und auch umsetzen. Und da drin liegt, glaube ich, auch ganz klar unsere Stärke. Diese Flexibilität, was wir dort bieten, ist, glaube ich, einzigartig oder den Aufwand machen sich tatsächlich wenig Leute. Und hier ist jetzt unser Endprodukt entstanden, was ihr vorhin gesehen habt, wo wir frisch aufgelegt haben. Und es sieht doch so toll aus, wenn man so ein tolles Produkt produzieren kann und morgen oder übermorgen ist schon verkauft. Also das ist doch genial. Und wenn man sowas sieht, dann geht einem das Herz auf. Wollen wir es am Samstag ja schon mal alles sauber gemacht haben und von dem her, Kontrolle ist gut.
Torge, ebenso Jens, guten Morgen, servus. Hi. Du, Torge, Frage, für die morgige Verladung bekomme ich nochmal ganze Schollen? Ja, kein Problem. Ist kein Problem, oder? Ja, also ohne Kopfküchen fertig wieder, dann machst du 10 Stück. Okay, alles klar. Super, und der Rest kommt dann morgen noch, gell? Ja, schreib dich schon mal auf. Super, danke dir. Jo, ciao. Dank. Ciao. Das Wetter ist perfekt, das passt eigentlich alles. Wir haben Top-Ware wieder. Der Wagen ist voll bis oben hin, qualitativ top und so. Und das ist perfekt dort. Vor allen Dingen, wir haben 99,9% nur nette Kunden. Nur richtig nette Kunden. Dankbare Kunden, nette Kunden, die froh sind, dass wir da sind und alles. Und das macht so viel aus und gibt dir auch viel, weißt du. Also ich fahre auf jeden Markt, den ich fahre, ich fahre ja auch 5 Märkte in der Woche, fahre ich mit immer einer Freude hin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil überall passt es, die Leute sind gut und alles und so und ist optimal. Jetzt sind wir heute hier am Zielpunkt. Jetzt muss alles verkauft werden oder viel verkauft werden, dass es auch weitergeht. Wir haben gerade heute früh, wir haben es ja alle schon gesehen, alles frisch aufgefüllt. Perfekte Islandware, Kabeljau, Rotbarsch, wunderschönes Schollenfilet, Doradenfilet von Spanien, frischen Schwertfisch schon einmal da, Spada von Spanien. Ganz frisch jetzt alles gekommen, eingeräumt, der Lachs ist wieder frisch. Also wir sind voll up to date. Heute haben wir noch ein paar schöne marinierten Sachen dabei. Das Wetter ist gut, alles ist super und dann hoffen wir, dass wir da auch noch ein bisschen was wegziehen. Auch ganze Fische heute, sieht auch richtig gut aus. Wir haben heute von Wolfsbarsch angefangen, über Doraden, alles frische Ware aus Frankreich, über Saiblinge und Forelle, Lachsforelle hier und auch schöne vorgekochte Garnelen, dass man sofort daheim anfangen kann, was zu kochen. Und man sieht natürlich in 17 Jahren, wo wir jetzt auf dem Wochenmarkt sind, Kinder auch heranwachsen oder wo dann selber letztendlich zu Kunden werden. Und diese Wertschätzung uns gegenüber oder unseren Produkten gegenüber zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das Ganze so zum Praktizieren und zum Leben letztendlich. Der Markt ist meiner Meinung nach fast wie eine Familie. Die Kunden unterhalten sich untereinander am Stand, das ist wie so ein Treffpunkt letztendlich auch. Und deswegen haben wir auch mitunter natürlich das Dock gemacht, wo wir den Imbiss auf dem Wochenmarkt mit etablieren wollen, weil sich dort einfach die Kunden besser treffen können und weil wir immer eine Kundschaft letztendlich haben. Sie wollen nicht nur klassisch schnell einkaufen, wie in Discountern, Supermärkten etc. oder vielleicht auch in der klassischen Metzgerei, sondern sie bringen Zeit mit. Und das ist ein riesengroßer Unterschied meiner Meinung nach. Wir haben sehr viel junges Publikum auch und so, gerade auch in Kempten ganz extrem. Immer wichtig die Information. Die Information, wo, was, wie, den Kontakt suchen und ehrlich und prägnant und man muss halt wirklich die Auskunft erteilen können. Ich kann ja den Menschen auch beibringen, dass es nicht immer extrem aufwendig sein muss zu kochen, sondern jeder hat das Verständnis, ich habe keine Zeit zum Kochen. Und wir haben ja auch Produkte, wo man relativ simpel, sehr schnell fertig machen kann und trotzdem zum vernünftigen Preis, wo für jeden eigentlich irgendwo in greifbarer Nähe ist und zeitlich absolut auch machbar. Deswegen sind wir da letztendlich und sagen, okay, wir können hochwertige, produzierte Produkte anbieten, wo daheim im Handling extrem einfach sind. Und deswegen machen wir das Ganze. Essen ist für mich Lebensqualität, definitiv. Also deswegen auch Lebensmittel. Und mit umso mehr Leuten ich das teilen kann. Und deswegen ist bei uns immer eine offene Haustür und deswegen sind immer viele Leute beim Essen da, weil umso mehr, umso besser.
zelebriert wieder mehr Essen und Freundschaften untereinander.